Die Goldökonomie des alten Ägyptens. Während von Banken, Börsen oder Zentralbanken noch gar keine Rede war, hatte eine Zivilisation bereits das Geheimnis gelöst, das jahrhundertelang die Macht lenken sollte. Wer das Gold kontrolliert, beherrscht die Welt. Im alten Nahost war Gold nicht nur Zierde oder Schmuck für Zeremonien, es war beständig, selten und jeder begehrte es. Königreiche bekämpften einander dafür, Herrscher machten ihren Status am Gold fest und an den diplomatischen Tischen drehte sich alles um dieses Metall. Ein Jahrtausend lang besaß ein Königreich einen Vorteil, mit dem sich kaum jemand messen konnte. Das alte Ägypten handelte nicht nur mit Gold, es produzierte es förmlich. Ägypten besaß die reichsten Vorkommen der antiken Welt und die Pharaonen errichteten ein perfekt funktionierendes System, um dieses Gold zu fördern und zu verwalten. Während andere Zivilisationen mühsam nach ein paar Stücken Edelmetall suchten, beherrschten die ägyptischen Pharaonen den unaufhörlichen Goldstrom aus den Wüsten südlich und östlich des Nils. Dieser Strom wurde still und leise zur Hauptsäule der ägyptischen Macht, denn Gold zu besitzen bedeutete damals, über den größten finanziellen Vermögenswert der Gegenwart zu verfügen. Um zu verstehen, wie Ägypten dieses ressourcenbasierte Finanzsystem aufbaute, müssen wir zuerst einen Blick auf die Landkarte werfen. Das Niltal selbst war eigentlich nicht besonders reich an Edelmetallen. Der Boden war fruchtbar, Getreide gab es in Hülle und Fülle, aber das eigentliche Thema, das Gold, lag weit jenseits der landwirtschaftlichen Flächen. Im Süden erstreckte sich Nubien bis in den heutigen Sudan und im Osten lag die glühend heiße Ostwüste, die den Nil vom Roten Meer trennte. Genau hier, verborgen im Gestein, lagen die Goldadern. Die Ägypter erkannten dies sehr früh, sogar das ägyptische Wort für Gold, Nub, gab wahrscheinlich Nubien seinen Namen. Für die Pharaonen bedeutete Nubien direkten Reichtum. Doch das Gold zu finden war nur die halbe Miete. Es aus der Wüste zu holen war ein logistischer Albtraum. Die Minen lagen weit entfernt von bewohnten Gebieten, das Gelände war mörderisch und die Hitze unerträglich. Dennoch gaben die ägyptischen Herrscher nicht auf und führten jahrhundertelang gigantische Operationen durch. Das war kein „Ich nehme mal eine Hacke und suche Gold"-Projekt. Es war ein vollumfängliches Staatsvorhaben. Minenexpeditionen wurden vom Palast aus geplant, Arbeiter aus dem ganzen Land zusammengezogen und unter militärischer Aufsicht in die Wüste geschickt. Vom Wassertransport bis zur Unterbringung der Arbeiter wurde alles organisiert. Um die Minen herum entstanden provisorische Städte, die nur diesem Zweck dienten. Wenn wir heute die Ruinen in der Ostwüste betrachten, die Steinbrechanlagen und die Lager für Tausende von Arbeitern, verstehen wir den Ernst der Lage besser. Wir haben es also nicht mit isolierten Bemühungen zu tun, sondern mit einem riesigen Wirtschaftskreislauf, der direkt vom Staat gelenkt wurde. Ein Teil der Minenarbeiter bestand aus Experten, ein anderer aus dem einfachen Volk, und viele waren Kriegsgefangene. Für die Gefangenen waren diese Minen keine Chance, sondern ein regelrechter Hinrichtungsort. Antike Historiker berichten von grauenhaften Bedingungen. Menschen verbrachten ihr Leben in engsten Räumen, brachen Steine, malten sie und wuschen sie immer wieder aus, um die winzigen Goldpartikel zu trennen. Der griechische Historiker Diodor Siculus war bei seinen Beschreibungen dieser Minen gleichermaßen fasziniert wie entsetzt. Das System funktionierte folgendermaßen: Das Gestein wurde an die Oberfläche befördert, mit schweren Hämmern zertrümmert, in Mörsern zu Staub zermahlen und mit Wasser gewaschen. Das schwere Gold sank zu Boden, während der Staub weggespült wurde. Es war mühsam, aber die Ernte war süß. Das gewonnene Gold wurde ins Niltal transportiert und unter staatlicher Kontrolle verteilt. Diese Kontrolle war der entscheidende Punkt, denn im damaligen Ägypten gab es kein Münzgeld. Reichtum wurde nach Gewicht gemessen. Gold und Silber wurden in einer Standardgewichtseinheit namens Deben bewertet. Gold fungierte also weniger als Kleingeld in der Tasche, sondern eher als die unantastbare Reserve in der Staatskasse. Die Pharaonen nutzten dieses Gold, um es in den Schatzkammern zu horten, treue Beamte zu belohnen, riesige Tempel zu errichten oder Diplomatie mit benachbarten Königreichen zu betreiben. Der ägyptische Staat war das Herz der Goldwirtschaft. Er förderte die Minen, bewahrte den Schatz auf und der Pharao entschied, wer davon profitierte. Diese Situation verschaffte Ägypten auf der internationalen Bühne einen enormen Trumpf. Andere Königreiche mochten alles Mögliche besitzen, aber diesen Goldüberfluss hatte niemand außer Ägypten. Die in Amarna gefundenen Tontafeln belegen dies eindrucksvoll. Babylonische Könige, Hethiter, alle baten den Pharao inständig: Schick uns Gold.
Ein babylonischer König schrieb in einem Brief sogar: In Ägypten ist Gold so reichlich vorhanden wie Staub. Dieser Ruf ermöglichte Ägypten etwas, was Armeen nicht schaffen konnten: die Zusammenarbeit anderer zu erkaufen. Der Pharao zeigte das Gold und brachte damit alle auf Linie. Natürlich beschränkte sich diese Macht nicht nur auf die Diplomatie. Gold war auch Teil des göttlichen Images des Pharaos. Dem Glauben nach bestand das Fleisch der Götter aus Gold. Indem der Pharao das Gold kontrollierte, verkündete er gleichzeitig, dass er über eine göttliche Macht gebot. Doch wie alles Schöne ein Ende hat, so hatte auch dieses System eine Schwachstelle: den Kontrollverlust. Wenn die Wege zu den Minen verfielen, Nubien verloren ging oder es im Inneren zu Unruhen kam, versiegte der Goldstrom. Und was passierte dann? Die Diplomatie wurde schwächer, Armeen konnten nicht mehr versorgt werden und Großprojekte blieben unvollendet. Das heißt, dieselbe Ressource, die Ägypten an die Spitze brachte, war gleichzeitig seine verletzlichste Stelle. Eigentlich lehrt uns die Geschichte immer wieder das Gleiche: Wenn du deine Macht an eine einzige Ressource bindest. Früher war es Gold, heute mag es Öl oder Mikrochips sein. Bist du der König, solange du diese Ressource beherrschst. Aber in dem Moment, in dem du die Kontrolle verlierst, bricht das System wie ein Kartenhaus zusammen. Ägypten schaffte dies über Jahrhunderte hinweg, weil der Staat jene Minen und Wege um jeden Preis schützte. Die eigentliche Lektion aus der Goldwirtschaft Ägyptens ist folgende: Reichtum ist nicht nur das, was man besitzt, es ist die Art und Weise, wie man ihn verwaltet, wem man ihn gibt und wie man diese Macht den Menschen vermarktet. Ägypten hatte keine Banken, aber es besaß eine Strategie, die so scharf war, dass sie die heutige Finanzwelt vor Neid erblassen ließe. Solange das Gold floss, hatte Ägypten das Sagen. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.